Auf PlayStation funktioniert die Bewegungssteuerung mit dem DualSense, wenn man ein paar Dinge in den Einstellungen berücksichtigt, präzise, direkt und kontrollierbar. Aber was mich wirklich überrascht hat, auch am PC fühlt sich der DualSense erstaunlich rund an. Die adaptiven Trigger geben Feedback, das Kippen des Controllers wird sauber umgesetzt. Und plötzlich fliegt man sein Fluggerät nur durch Bewegung der Hände. In diesem Video teste ich die Motion Control im Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 und PC im direkten Praxiseinsatz. Wir gehen dabei mit einer Kleinmaschine in die Luft und steigen danach in einen Helikopter. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du den Modus aktivierst, welche Empfindlichkeiten wirklich funktionieren, wie du Todzonen sinnvoll einstellst und worauf du achten musst, damit aus wackelig plötzlich kontrollierbar wird. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Die Bewegungssteuerung ist ein Feature, das standardmäßig auf das Steuerungsprofil des DualSense Controllers hinterlegt ist. Allerdings werden diese Standardeinstellungen vielen Usern viel zu hektisch und unruhig sein. Zuallererst werden wir diese nun daher entsprechend anpassen. Für Einstellungen dieser Art empfehle ich immer, diese nicht über die Einstellungen über das Hauptmenü hier im Simulator durchzuführen, sondern dass man sich idealerweise irgendwo auf eine Startbahn platziert, dort dann Veränderungen an den Einstellungen vornimmt und direkt gegencheckt, was diese Einstellungsveränderung bewirkt hat. Und so platzieren wir uns hier einmal auf dem Airport in Lugano auf der Startbahn 1.9 mit unserer Beechcraft Bonanza G36. Von der Plattform her befinden wir uns hier auf einer PlayStation 5 Pro. Der Befehl, um die Steuerungsbewegung zu aktivieren, lautet L1 plus L3. Falls du dich für die Steuerung im Allgemeinen mit dem DualSense Controller interessierst, empfehle ich dir hiermit ein weiteres Video auf meinem Kanal, welches sich umfangreich damit beschäftigt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und hier jetzt rechts oben. Falls du einen anderen Befehl für die Aktivierung bzw. Deaktivierung hinterlegen möchtest, suchst du über die Suchleiste nach Gyroskop und veränderst dein Steuerungsprofil individuell. Insofern du erstmalig etwas an deinen Steuerungseinstellungen veränderst, musst du dir ein eigenes Steuerungsprofil anlegen. Also das, was du veränderst, entsprechend abspeichern, benennen und im Idealfall auch dort den Haken setzen, wo es heißt, ob die Steuerung auf alle Fluggeräte angewandt werden soll. Und keine Angst, du kannst hier nichts falsch oder kaputt machen. Das Standardprofil ist über ein Schloss immer gesichert und kann nicht überschrieben werden. Du kannst also jederzeit darauf zurückgreifen. Im nächsten Schritt gehen wir dann innerhalb unserer Geräteliste neben dem DualSense Controller rechts auf das kleine Zahnrad und dort auf Hardware-Einstellungen. Und hier können wir nun Feineinstellungen an den Achsen vornehmen. In meinem Fall habe ich das Ganze beispielsweise auch auf dem linken Stick angewandt. Wie ihr hier sehr gut erkennen könnt, bleibt mein linker Stick nicht in der Mittelstellung stehen. Hierbei ist dann von Stick-Drift die Rede, was entweder durch Abnutzung entstehen kann oder, wie in meinem Fall, von Anfang an leicht vorhanden ist. Ausgleichen können wir dies durch das Einstellen einer sogenannten Todzone. Diese ist ein einstellbarer Bereich am Analogstick um die neutrale Mittelposition herum, die hier auf der rechten Seite frei definierbar ist. Erst wenn wir über den eingestellten Bereich, also über die Todzone hinaus, den Stick bewegen, reagiert die Steuerung. Auch die Empfindlichkeit habe ich hier am linken Stick etwas reduziert, in beide Richtungen, also sowohl vor und zurück als auch links und rechts, damit diese weniger sensibel reagiert. Ihr könnt euch hier allgemein sehr gerne an meinen Werten orientieren, probiert das allerdings für euch individuell aus. Es kann durchaus sein, dass die Steuerung für euch angenehmer ist, wenn ihr den Wert erhöht oder verringert. Genau diese genannten Werte, also die Empfindlichkeit sowie auch die Todzone, werden nun auch in der Bewegungssteuerung maximal relevant. Die Todzone hinterlege ich in der Bewegungssteuerung deshalb, da ich nicht garantieren kann, dass, wenn ich die Sensorik ausschließlich in eine Richtung bewegen möchte, also beispielsweise nach rechts, ich den Controller nicht versehentlich im Eifer des Gefechts auch leicht nach vorne oder hinten kippe. Wenn ich also hier in alle Richtungen eine Todzone einrichte, gewähre ich mir somit einen gewissen Spielraum im Handling und vermeide ungewollte Bewegungen. Eine Bewegungsrichtung ist hier zwar entsprechend im Piktogramm hinterlegt, und zwar genau diese hier,
Die Achsen reagieren hier auch entsprechend. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos hat diese Bewegung im Simulator jedoch keine Funktion und kann auch nicht hinterlegt werden. Ich vermute schwer, dass sie, da sie ja schon da ist, irgendwann genutzt werden kann nach einem der kommenden Updates. Was wir somit uneingeschränkt nutzen können, ist die Bewegung, also das Kippen des Controllers nach vorne und hinten, bzw. das Drehen nach rechts und links. Kontrolliert die Einstellungen hier gerne von Zeit zu Zeit, denn beispielsweise bei der Todzone habe ich hier einen Wert von 0,2 eingestellt, der springt ab und zu auf 0,19, warum auch immer. Und die Empfindlichkeit liegt hier bei minus 0,75 auf beiden Seiten, also sowohl bei Plus als auch bei Minus. Was aktuell nicht funktioniert, ist, dass ihr diese Achsensteuerung durch die Bewegung einer anderen Funktion zuweist. An diesem Beispiel zeige ich euch das hier an der Seitenruderachse. Die liegt in diesem Fall standardmäßig auf R2. Und wenn wir nun versuchen, hier über das Zahnrad neben Seitenruderachse das Ganze auf einen anderen Button zu legen, dann haben wir hier auf der linken Seite jede Menge Möglichkeiten, die Seitenruderachse entsprechend zu vergeben. Die Bewegungssteuerung ist hier allerdings nicht Teil davon. Bedeutet, Stand jetzt können wir die Bewegungsachsen nicht frei belegen und müssen sie für das verwenden, für das sie hinterlegt sind. Das Thema Todzonen und Empfindlichkeiten ist auf jede Peripherie anwendbar. Von daher war es mir sehr wichtig, darauf etwas ausführlicher einzugehen. Wir aktivieren nun mit unserem hinterlegten Kurzbefehl die Bewegungssteuerung, was auch durch ein kleines Pop-up-Fenster nochmal signalisiert wird, sowohl beim Aktivieren als auch beim Deaktivieren. Und jetzt ist auch ganz wichtig, in welcher Position ihr den Controller haltet, wenn ihr aktiviert. Denn diese Position ist dann eure Neutralstellung. Haltet bei der Aktivierung der Bewegungssteuerung den Controller also im Idealfall so, wie ihr ihn ganz natürlich und entspannt haltet, wenn ihr keinen Steuerungsbefehl geben wollt. Sobald wir den Controller nun in die gewünschte Richtung neigen, erwirken wir den Steuerungsbefehl. In Sachen Todzone und Empfindlichkeit könnt ihr nach eigenem Belieben natürlich jederzeit individuell nachjustieren. Durch die von mir eingestellte Todzone haben wir nun in den Bewegungen nicht in jeder kleinsten Bewegung sofort eine Reaktion am Fluggerät. Und genau das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn wir hier keinen Wert hinterlegen, ist die Steuerung viel zu sensibel und reagiert auf jede kleinste Bewegung des Controllers. Und auch bei der Empfindlichkeit sollte man sich ganz dezent annähern, um die komplette Bewegungssteuerung mit einer gewissen Grundruhe auszustatten. Dann klappt das mit sanften Bewegungen und kontrollierter Steuerung. In der Folge seht ihr nun den Start mit der Beechcraft Bonanza G36 und im Anschluss einen Helikopterflug.
Ein kleines Fazit und ganz ehrlich, mein Erwartungshaltung-Management für dieses Video war, PlayStation kann eventuell ganz okay funktionieren und am PC bleibt's bei einem überschaubaren Versuch. Aber weit gefehlt. An PlayStation ist es ein stark integriertes Feature und dass sich der DualSense am PC inklusive Bewegungssteuerung und adaptiven Triggern so stimmig anfühlt, hätte ich so nicht gedacht. Den Controller mit dem PC zu verbinden ist kein großer Umstand, das geht über Bluetooth. Falls ihr Verbindungsprobleme mit dem integrierten Bluetooth eures PCs oder vielleicht auch kein integriertes habt, dann hier eine Empfehlung von mir, die ich auch im Bereich PSVR 2 am PC verwende, denn für die PlayStation-Peripherie ist Bluetooth nicht gleich Bluetooth. Auf der Homepage von PlayStation gibt es entsprechende Verbindungsempfehlungen und mit dem dort empfohlenen Asus Bluetooth Dongle USB BT500 hatte ich bisher an inzwischen 3 unterschiedlichen PCs keinerlei Verbindungsprobleme. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ebenso den Link zur Supportseite von PlayStation, wie ihr euren DualSense Controller mit dem PC verbindet. Jedenfalls hat sich für mich aus dem erwarteten Gimmick plötzlich eine ernstzunehmende Steuerungsoption entwickelt. Ist es ein Ersatz für ein echtes Yoke oder Pedale? Für mich und wahrscheinlich für viele andere auch nicht. Aber als kompakte Lösung oder einfach aus Spaß am Experiment macht es deutlich mehr Sinn, als man denkt. Und solange auf PlayStation keine weitere Peripherie im Landeanflug ist, hier mein klarer Tipp: ausprobieren, denn wenn der DualSense schon mal da ist... Ach, und übrigens, alle Versuche an Xbox scheiterten. Direkt an Xbox funktioniert der DualSense freilich schon mal gar nicht. Über Cloud Gaming bietet es im Microsoft Flight Simulator 2024 keinen Mehrwert im Vergleich zum Xbox-Controller. Und mit zum Teil unseriösen Adaptern aus dem Netz, naja, das möchte ich uns einfach ersparen. Auf Xbox sehe ich somit aktuell keinen mehrwertbringenden Ansatz, den DualSense einzubinden. Und jetzt bist du dran. Hast du mit Bewegungssteuerung bereits Erfahrungen gesammelt und falls ja, auf welcher Plattform und wie ist dein Feedback dazu? Schreib uns dieses sowie Fragen und Ergänzungen zum Thema bitte unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen und vielleicht sogar geholfen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere und aktiviere die Glocke, damit du kein Video auf Andiana TV mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche dir eine gute Zeit und bin raus. Von Boeing bis Airbus, von Jumbo bis Jet, jedes Cockpit so echt, es wirkt wie ein Set. Einmal durchstarten, dann wieder im Flow und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab, virtuelle Fliegerei, Takt für Takt, von Takeoff bis Landing, High-Level-Show, die Trieb...